Und so schlug ich mit dem Rücken gegen die Anhängerkupplung und prallte dann auf den Asphalt zurück, wieder auf den Rücken und dann auf die Seite. Und ich denke nach. Als ich auf meine Seite pralle, denke ich, ich schreie in meinem Kopf an den Fahrer: „Halt an, du bringst mich um." Sobald ich schreie das in Gedanken, der Reifen vom Anhänger. Er zog einen, darauf unsere Kühlboxen und Schwimmreifen, weißt du, so ein Anhänger, und er überfuhr meinen Hals und meinen. Willkommen in der Show, Sharon Kuba. Wie geht es dir heute, Sharon? Mir geht's super. Danke, Alex. Ehre, hier zu sein. Vielen Dank, dass du heute in der Show bist und deine bemerkenswerten Geschichten mit uns teilst. Meine allererste Frage ist also, wie war dein Leben, bevor du deine erste Nahtoderfahrung hattest? Mein Leben, nun, es war ziemlich normal. Ich arbeitete als Buchhalter bei einer Ölgesellschaft und das war meine letzte Tätigkeit vor meiner Nahtoderfahrung. Ungefähr 15 Jahre lang habe ich in Texas, in San Antonio, bei einer unabhängigen Ölfirma gelebt. Ich war ziemlich der Partytyp. Ja, ich liebe es zu feiern, am Wochenende auszugehen und Spaß zu haben. Und in Texas ist es quasi Gesetz, dass man Bier trinken und Country-Musik tanzen soll, nicht wahr? Also ja, wenn du das nicht machst, dann gehörst du nicht dazu. Also habe ich das gemacht und bis hierher tätig in einem Büro. Mein Erwachsenenleben habe ich dort verbracht. Ich war im Bereich der Buchhaltung und auch der Verwaltung tätig. An meine Kindheit kann ich mich nicht sehr gut erinnern. Ich erkläre später mehr dazu. Meine Eltern ließen sich scheiden, als ich 6 war. Und meine Schwester und ich, die zusammen aufwuchsen, kamen zu unserer Großmutter. Wir waren damals sehr jung. Oder etwas später, denn wir lebten eine Weile bei meinem Vater und Stiefmutter, was nicht funktionierte. Also zogen wir zu meiner Großmutter, wo viele Erlebnisse meiner Kindheit stattfanden, über die ich noch berichten werde. Und ich erinnere mich nicht an viel, wie ich sage, obwohl, als meine Erinnerung nach meiner Nahtoderfahrung zurückkehrte, wurde mir klar, okay, deshalb erinnere ich mich nicht daran. Waren Sie spirituell religiös vor Ihrer Nahtoderfahrung? Ich bin katholisch erzogen, war aber kein guter Katholik. Um nicht in die Kirche zu müssen, stritt ich mit meiner Großmutter. Meine Eltern waren nicht religiös, obwohl auch sie katholisch aufwuchsen, nahmen sie uns nicht mit zur Kirche. Und ja, ich brachte die arme Frau tatsächlich dazu, mich zum Kirchgang durchs Haus zu jagen. Ja, hinterher fühlte ich mich schlecht beim Zurückdenken, aber ja, also nein, ich war kein guter Katholik. Ich glaube, ich wusste von Jesus Existenz und dass eine Form von Gott oder höherer Intelligenz sein musste, denn ich wusste, jemand muss mich mein Leben lang beschützt haben, denn wie gesagt, ich war ein Partygänger. Eigentlich hätte ich schon vor langer Zeit sterben sollen. Ich blicke zurück und denke mir, ich habe keine Ahnung, wie wir überlebt haben. Unsere Generation im Allgemeinen mit Rauchen in Flugzeugen ohne Sicherheitsgurte. Und wir überlebten es. Und jetzt müssen wir unsere Kinder in Watte packen. Mhm. Es ist verrückt, wir überlebten ohne all den Kram. Berichte von deiner ersten Nahtoderfahrung. Was geschah? Okay, also wenn ich darf, möchte ich die aus dem Jahr 2001 teilen, denn das führt zu. Denn dann erinnerte ich mich an die, als ich 9 war. Mach ruhig. Das ist eigentlich die erste, aber die zweite in meiner Erinnerung. Ja, 2001 lebte ich in San Antonio und bin mit Freundinnen auf Schwimmreifen den Guadalupe River hinabgefahren. Es war der 11. Juni 2001 zum Geburtstag einer Freundin und wir hatten einen wirklich tollen Tag. Es war Ende des Tages gegen 17 Uhr und so der wohl Ausleger, von dem wir die Schwimmreifen gemietet hatten, würde uns den Fluss hinunter oder eigentlich hinaufbringen und uns dann an einer anderen Stelle danach wieder abholen. Und so parkten wir unsere Autos auf ihrem Parkplatz. Und am Ende des Tages waren wir fertig. Wir stiegen aus, verließen den Fluss und standen dort, um in den Shuttlebus einzusteigen, um uns zu unseren Autos zurückzubringen. Wir waren zu fünft
Und sie hatten diese kleinen Schulbusse, was wir den Kurzbus nennen. Genau, diese kleinen Schulbusse. Also bin ich eingestiegen. Ich war der Erste in unserer Gruppe und wollte einsteigen und ich sah, dass der Bus bereits voll war, alle Sitze besetzt. Also drehte ich mich tatsächlich um wieder auszusteigen. Aber die Leute sagten so, drängten uns, meine Freunde und mich, einzusteigen. Und die Leute im Bus sagten, los, los, ihr könnt im Gang stehen. Also bin ich eingestiegen und ich war der Erste in der Gruppe. Und sie drängten uns in den Bus und ich stand direkt an der hinteren Tür des Busses. Also während er fährt, stopft er uns rein und schaltet die Gänge. Ich glaube, es war der dritte Gang, als er an einer roten Ampel losfuhr. Und es waren nur ein paar Kilometer, denke ich, bis zu den Auslegern. Geschäftlich. Die hintere Tür springt auf und ich falle aus dem Bus. Und ich frage mich, bin ich gerade gefallen? Es ist kaum zu glauben, dass ich tatsächlich aus diesem fahrenden Bus gefallen bin. Mein Rücken traf die Anhängerkupplung. Ich erinnere mich an alles. Ich habe tatsächlich gegriffen, einfach instinktiv nach vorne gegriffen. Und meine Freundin, die im 5. Monat schwanger war, stand vor mir. Gott sei Dank habe ich sie nicht erwischt. Es war reiner Instinkt. Ich bin gegen die Anhängerkupplung geprallt, auf den Rücken gefallen, vom Asphalt abgeprallt, wieder auf den Rücken und dann zur Seite. Und ich denke nach. Als ich auf die Seite pralle, denke ich nach. Ich schreie in meinem Kopf an den Fahrer: „Halt an, du bringst mich um." Sobald ich schreie das in Gedanken, der Reifen vom Anhänger, er zog einen Anhänger, auf dem unsere Kühlboxen und unsere Schwimmreifen waren, so ein Anhänger. Und er überfuhr meinen Hals und meinen Kopf. Oh Gott, mein Gott. Dann platzte ich aus meinem Körper heraus. In dem Moment trat ich durch meinen Kopf aus meinem Körper durch den Kopf. Und das musste ich hinterher zusammensetzen. Und ich blicke hinunter. Am Ort des Geschehens, während ich oben bin, blicke ich hinunter und sehe, was vor sich geht. Ich erinnere mich, dachte ich, weil der Bus weiterfuhr, wusste er nicht, dass ich herausgefallen war. Und dann kam schon der nächste große Pendlerbus. Der fuhr direkt auf meinen Körper zu. Und ich dachte mir, oh, ich hoffe, sie überfahren meinen Körper nicht, denn das würde ihn wirklich ziemlich ramponieren. Aber ich hatte keine Angst, ich spürte keine Furcht, aufgeregt oder so etwas. Ich nehme das zurück. Es regte mich auf, so viel nachzudenken. Das ist echt mies. Meine Freunde und ich hatten gerade einen guten Tag, so und jetzt sterbe ich einfach so. Das dachte ich mir. Da gehe ich hin. Echt mies, echt mies, echt mies. Du zerstörst hier wirklich komplett die Atmosphäre, Sharon. Genau, das dachte ich mir. Da sterbe ich ihm einfach weg. An einem so tollen Tag. Das wird den Geburtstag meiner Freundin total ruinieren. Sie wird ihren Geburtstag dann bestimmt nicht mehr an diesem Tag feiern wollen, so in der Art. Das habe ich mir auch gedacht. Und während ich darüber nachdenke, wird mir klar, dass ich keinerlei Bindung zu meinem Körper hatte. Absolut keine. Und ich wusste, ich war gestorben. Und ich so, okay, das habe ich schon öfter gemacht, viele Male. Ja, und das ist anscheinend wieder ein weiteres Mal. Also denke ich mir, okay, über meinen Freund damals. Und ich denke, ihm wird es wohl gut gehen. Er wird klarkommen. Er wird eine Zeit lang traurig sein, aber er wird es überwinden. Dann denke ich an meine Schwester und ihre Familie. Wir sind sehr eng. Ich denke, es wird ihr gut gehen. Sie wird eine Zeit lang traurig sein, aber sie wird es überwinden. Ich weiß, es wird allen gut gehen. Dann dachte ich an meine Mutter, um die ich mich sorgte. Wir waren eng verbunden und damals wohnte sie nur eine Straße weiter. Und immer wenn ich an meine Mutter denke, ich spüre eine Präsenz hinter mir und so drehe ich mich um. Mein Stiefvater ist 98 gestorben, so ziemlich sein Ableben hat fast alles in meinem Leben verändert. Und so sehe ich ihn, freue mich wirklich, denn wir standen uns sehr nahe.
Da erblicke ich ihn. Er übermittelt es mir telepathisch. Sofort. Nebenbei, er sieht sehr gut aus. Er starb an einer Lungenkrankheit, war krank, auf Sauerstoff angewiesen und mehr. Right. Er trägt noch immer die Hornbrillen, sein Markenzeichen, um mir eins auszuwischen, weil ich mich einst darüber lustig machte, als sie uncool waren. Erinnerst du dich? Ich sagte: „Papa, musst du die hässlichen Brillen tragen? Hol dir eine Brille mit dünnem Metallgestell, du wirkst wie ein Streber.“ Das sagte ich ihm auch und das war sein Witz, denn er war echt lustig. Also, wenn er mir in der Geisterwelt oder in meinen Träumen oder außerkörperlich erscheint, trägt er diese Brille, was wirklich lustig ist. Er vermittelte intuitiv: „Es ist noch nicht meine Zeit.“ Und ich so aber ich so: „Wie meinst du das jetzt? Ich habe es nicht verstanden.“ Ich sagte: „Aber ich möchte hier bei dir bleiben.“ Und währenddessen wir dieses kleine Gespräch führen, so ein kleines Plaudern, zu meiner Rechten, ich sehe einen Tunnel sich öffnen und ich sehe, den ich wiedererkennen kann. Meine Vorfahren. Es ist schwer zu sagen, ob sie im Tunnel waren und wo genau, doch ich wusste, wer sie waren. Äh, Menschen, Vorfahren, die ich nicht kannte, aber als ich sie sah, wusste ich, dass sie meine Ahnen waren. Und so dieser Tunnel ist eine Öffnung. Und ich sehe sie an und denke so, sie scheinen nicht wirklich glücklich darüber zu sein, dass ich hier bin. Es gab keinerlei Feier, an die ich natürlich gewöhnt war, wenn man stirbt. Und ich habe auch von Geistern gehört, dass es eine Feier gibt. Und so, sie haben nicht gefeiert, dass ich da war. Ihre Gesichter wirkten ziemlich neutral, während ich darauf starre. Es war nicht lange danach als und schwer, das in lineare Zeiten zu fassen, oder? Du weißt, wenn du mit vielen sprichst und hast sicher auch eigene Erfahrungen gemacht. Aber ich sehe dieses riesige Goldweißfarben wie die Sonne gleich einem Portal. Oft ist es die Entfernung, die aus meiner Perspektive. So betrachte ich es und meine Aufmerksamkeit schweift von diesem Tunnel ab. Dies Sonneportal. Okay, es geht schon los. Und da sehe ich eine Gestalt und ich starre sie nur an, weil sie einfach wow ist. Ich starre und sehe eine Gestalt daraus hervorkommen, auf mich zu. Je näher diese Gestalt herantritt, desto deutlicher erkenne ich sie als Jesus, Jeschua, als ein solches Wesen aus Licht war, tatsächlich ein Lichtwesen. Diese Person erschien mir als Jesus, den ich Jeschua nenne. Und sobald ich ihn erblickte, erkannte ich ihn auch schon, genau in dem Augenblick, flog zu ihm. Ich hatte bereits außerkörperliche Erfahrungen zu jener Zeit, bewusste außerkörperliche Erfahrungen, und ich flog zu ihm. Ich war vertieft, diese Liebe und dieses Licht, ich kann es nicht mal beschreiben. Und anfangs fühlte es sich so an, als ob das Erste, was er sagt, ist: „Es ist noch nicht deine Zeit.“ Wie mein Vater sagte: „Noch nicht deine Zeit.“ Und ich sage: „Aber ich will bei dir bleiben.“ Telepathisch: „Ich will bei dir bleiben, bei dir bleiben.“ Und er lacht, kichert, als wolle er sagen: „Ich weiß.“ Aber er signalisiert: „Deine Arbeit ist noch nicht fertig. Wofür du kamst, so ähnlich.“ Ich weiß, ich wäre wahrscheinlich sauer, hätte er mich bleiben lassen, denn ich würde verpassen, was jetzt passiert. Mhm. Denn wir sind hier deshalb und deswegen nicht, dass er es tät, sowieso. Also führe ich das Gespräch, während ich in seiner Energie bin. Ich spüre die Verschmelzung von Licht zwischen uns, in der ich aufgehe. Diese Verschmelzung von Licht zwischen ihm und mir, in der ich aufgehe. Es ist schwer in Worte zu fassen, aber es ist greifbar. Das Licht, die Liebe ist greifbar. Ich denke nach.
Ich kann nicht breit genug lächeln. Mein Gesicht könnte zerreißen wegen dieses riesigen, breiten Lächelns. Es lässt mich lächeln. Ich fühle mich einfach so im Frieden geliebt, im Licht wieder zu Hause Mhm. mit ihm. Und so sind wir für kurze Zeit da. Und er fragte mich: „Möchtest du mit mir auf eine Reise gehen?“ Und ich sagte: „Na klar, natürlich.“ Er streckt seine Hand nach mir aus und ich ergreife sie ohne zu zögern, sobald ich seine Hand nehme. Alles verändert sich und es fühlt sich an wie Bewegung, als würden wir durch das Weltall gleiten. Und ich weiß nicht, ob das Universum sich um uns dreht oder wir durch es. Es scheint einfach Bewegung zu sein. Und ich sehe überall diese Lichter, an uns vorbeifliegende Sterne, nehme ich an. Und so bringt er mich dorthin und dann sehe ich ein weiteres Licht in der Ferne. Wir bewegen uns und ein weiteres kleines Portal, in Ordnung. Wir gehen nun durch dieses, dann sehe ich einen Planeten. Vor uns schweben wir über diesem Planeten. Ich identifiziere diesen Planeten als einen Wasserplaneten. Ich betrachte diesen Planeten gewissermaßen als meine Heimatwelt. Wir alle haben so etwas wie ein Heimatsternsystem, Heimatplaneten. Was ich seitdem gelernt habe, ist, dass ich diesen Planeten erkenne. Wir schweben über diesem Planeten. Es besteht eine Art von Verbindung dort, wo er mir hilft. Verstehe, was wir machen? Okay, ja. Es sind also nicht echt Worte, intuitive Kommunikation. Also schweben wir über diesem Planeten und ich fühle und werde es. Wie soll ich sagen? Ich werde eins mit dem Planeten. Meine Sichtweise? Ich bin der Planet, ich bin der Planet und ich besitze so viel Liebe und so viel Empathie, jeden alles Mögliche, jeder Teil meines planetarischen Körpers. Mhm. Ich habe so viel Liebe für sie und für diesen Teil meines. Und so verlagere ich mein Bewusstsein zurück zu mir als Sharon. Und wir bewegen uns näher und näher hinab zum Planeten. Und dann, wir tauchen ins Wasser ein, sind auf dem Planeten und ich treffe meine Familie, mein Wasser oder meine Wasserfamilie. Bis jetzt weiß ich es nicht. Ich spüre seine Präsenz oder nehme ihn bewusst wahr, so wie ich glücklich Mhm. bin, meine Familie glücklich zu sehen. Es ist, als wäre ich nie weg. Und so war es immer, wenn ich mich mit ihm verbunden habe und damals verbunden habe. Und so bin ich bei meiner Familie. Ich kenne dort einen Kumpel, Wasser und wasserbezogen, Kinder und solche Sachen eben. Also verbrachte ich dort Zeit, weiß aber nicht genau, wie lange Mhm. in Bezug darauf. Aber als die Erinnerungen kamen, war ich dabei. Für eine ganze Weile und ich kehrte immer wieder zurück. Stets ging ich zurück. Irgendwann, Und das alles passierte während einer Nahtoderfahrung? das passiert während einer Nahtoderfahrung. Ja. Verstanden, okay. Er sagte, sie, du kannst jederzeit zurück. In Gedanken, bei Meditationen so ähnlich, okay? Also tat ich es. Wenn ich gehen würde, ich wollte nicht zurückkehren, Right. als ich dort bin und das erlebe. Ich tue eigentlich nicht herausgenommen, dort und zurück hin aus dieser Erfahrung. Aber ich erinnere mich, wie ich wieder in meinen Körper schlüpfte. Aber ich erinnere mich nicht an unser geführtes Gespräch bis zu diesem Zeitpunkt vom
Wasserplaneten in meinen Körper zu transferieren, sofern das irgendwie Sinn Mhm. ergibt. Wir hatten ein intensives Gespräch, ein intuitives Gespräch, dass ich mich später erinnerte an die Zukunft unseres Planeten. Meine Arbeit hier auf dem Planeten, quasi meine Mission und warum ich zurückkommen musste oder wieso er wählte für mich und wir entschieden zusammen. Ich traf eine Abmachung mit ihm. Okay, ich gehe zurück, wenn ich mich an dich erinnere. Auf bewusster Ebene. Das war's. Das ist meine Bedingung. Ich handelte gerade mit Jesus. Right, Genau. right. Aber ich muss mich an dich erinnern können, denn in jenem Augenblick, als ich bei ihm war, in diesem Moment, dass er mir wahnsinnig fehlte in meinem Leben. Bin also wieder in meinem Körper. Wirst du in deinen Körper geschleudert? Ja, ich wurde in meinen Körper zurückgeschleudert und sprang in dem Moment auf. Und was ich mich erinnere, denn wenn man sich diese Dinge anschaut, ist man in seinen Erinnerungen aus der Perspektive eines Beobachters. Und deshalb erinnere ich mich, dass ich aufsprang. Meine Freundinnen sind zu dem Zeitpunkt total am Durchdrehen. Sie waren aus dem Bus gesprungen oder sprangen gerade und sie drehen durch und ich springe auf und renne herum wie, oh mein Gott, ja, was ist passiert? Und also meine Haare fallen allerdings aus, weil im Krankenhaus machten sie sich über mich lustig. Sie riefen kaum den Krankenwagen und er kam und holte mich. Es dauerte lange, da sie sich verfuhren. Sie wissen ja, New Braunfels liegt genau genommen südlich von, also es dauerte, weil sie sich verirrten. Man gab ihnen aus irgendeinem Grund die falsche Adresse. Wir sitzen also da, warten und warten. Ich bin einfach geschockt. Sie wissen, sie legen mich auf die Wirbelsäulenstütze und ins Krankenhaus. Sie haben mich geröntgt und ich hatte keine Gehirnerschütterung. Ich weiß, oder? Und das Einzige, was mit meinem Nacken und meinem Kopf ist, ist, dass ich Nervenschäden habe. Also habe ich so eine Art Zittern, aber ich muss auch meinen Rücken pflegen. Mein Rücken ist, wenn ich nicht meinen Rücken geschmeidig halten, so etwas in der Art. Wenn er steif wird, ist es ziemlich schmerzhaft. Aber ich habe nichts gebrochen. Viele Schürfwunden, weil wir Shorts und so etwas getragen haben. Mein Körper war ganz sicher gut geschützt. Interesting. Also, wenn du zurückkommst, danach außergewöhnliches Erlebnis. Wie gehst du damit psychisch um? Ich konnte mich nicht erinnern, als ich zurückkam. Ich war davor geschützt, weil sie kannten meine Anleitung und wussten, dass es ein langsamer Prozess sein musste, der erst nach meiner Mutter Tod erfolgen durfte, weil meine Mutter starb 2003, danach geschah es. Sie half mir tatsächlich, mich an ihn zu erinnern und aus der Geisterwelt heraus das Erlebnis zu bewahren. Ja, es war wirklich gewaltig für mich, das integrieren zu können. Er bezeichnet es als meine Beschleunigung, so viele Aspekte meiner Kindheit und ähnliche Dinge zu integrieren. Viel. Es dauerte Jahre, bis ich es zusammensetzen konnte. Plötzliche Eingebungen kamen. Dann dachte ich, jetzt habe ich's. Oh mein Gott. Wow, das ergibt Sinn. Solche Dinge kommen vor, auch während der Meditation. Nach dieser Nahtoderfahrung im Jahr 2001 verarbeitest du in den nächsten paar Jahren das Erlebte. Es kommt immer wieder hoch und zieht sich zurück, hin und her. Richtig. Wann erinnerst du dich an deine erste Nahtoderfahrung als Kind? Es war nach dieser Zeit, denn ich arbeitete damals mit. In meinen Meditationen habe ich Jeschua ein Versprechen gegeben. Es geschah im Jahr 2003, dem Jahr, in dem einfach alles seinen Anfang nahm. Überflutend für mich. 2003, nachdem meine Mutter am 4. April 2003 verstorben war. Ich habe mich der Meditation zugewandt
und ihm das Versprechen gegeben, jeden Abend um 21 Uhr in meinem Zimmer zu sein, um mit ihm zu meditieren. So tat ich es. Und die Dinge, Erinnerungen an meine Kindheit kamen plötzlich wieder in mir hoch. Die Erinnerungen brachen durch mich als ein Kind gequält und missbraucht von danke, ja, es kommt von Familienmitglieder. Es gab da besonders einen, an den ich mich erinnere. Und als ich begann, mir dessen bewusster zu werden und alles so, Entschuldigung, ich sah, es war mir okay. Mehr als einer, doch der Hauptgrund. Ich erinnerte mich mit 9 Jahren und das waren sicher nicht meine Eltern oder Ähnliches, aber ich erinnerte mich daran mit 9. Ich war im Garten vom Haus meiner Großmutter und ich pflückte Trauben und suchte nach Achaten. Ich war verrückt nach Steinen, also suchte ich im Garten nach Aschaten. Damals konnte man sie tatsächlich einfach so im Garten finden, auf unserem Grund. Und so, dann taucht er auf, jagt mich, ich stolpere, falle und er ist gleich dahinter. Er begann mich zu schlagen und tat es gern. Er schlägt mich und er trifft mich wirklich sehr hart unter meinen Rippen und spürte das Gefühl unerträglicher starker Schmerz. Ich weiß nicht, ob er sie gebrochen hat, aber es tat weh. Aber das kam nicht durch. Ich platze aus allen Nähten. In diesem Moment empfand ich immense, einfach reine Ruhe. Und das war sehr anders, weil ich sehe niemanden und höre nichts. Ich bin in dieser Dunkelheit und treibe einfach darin. Und ich habe nicht realisiert, was das war, bis vor ein paar Jahren oder vor einem Jahr, glaube ich, als ich mit jemandem auf meinem Kanal sprach. Sie nannte es die Leere, in die sie in der Dunkelheit geriet. Es ist nicht nur Dunkelheit, wie wir sie kennen, sondern eine absolute Leere. Ich war in dem, was sie die Leere nannte, und dachte nur, oh mein Gott, das war also Leere. Und ich fühlte mich so friedlich und geborgen und wusste, dass ich es war, ein Teil von allem sein. Alles war ein Teil von mir. Es war mehr ein Bewusstsein, so mit dem Licht. Ich bin einfach erfüllt von so viel Liebe und Licht in dieser Leere. Es ist ein Bewusstsein, wenn das irgendwie Sinn macht, ein Teil von allem zu sein. Und ich konnte mein Bewusstsein erweitern, ausdehnen und auch wieder in mich zurückholen. Irgendwie wie der Planet in, aber es war einfach diese weite, galaktisch universelles Bewusstsein. Mhm. Ich weiß nicht, wie lange ich dort war. Schwebend in diesem friedvollen Zustand nach dem Trauma war dies das Geschenk Gottes an mich, mich in diese friedvolle, unterstützende Lage zu bringen. Ich fühlte mich rundum geborgen und unterstützt. Mhm. Und ich bemerke rechts von mir ein Licht. Rechts von mir ist ein Licht. Und es wird zunehmend heller und heller. Und dann, Jesus ist da, Jesus ist da. Und das ist der erste, Jesus ist da. Und er bewegt sich auf mich zu und darunter ist eigentlich nichts, nichts, worauf wir stehen. Er bewegt sich auf mich zu und sagt ganz deutlich zu mir, du hast genug gelitten, Kind. Du musst nicht zurückkehren. Und setzte sich hockend vor mich hin. Und ich sag doch, ich will, weil ich habe nicht vollendet, was ich wollte. Ich muss zurück. Das ist das Bewusstsein eines Neunjährigen, oder? So hatte ich erweitertes Bewusstsein in einem neunjährigen Körper, aber nicht in diesem Körper. Also war mir bewusst, ich habe nicht vollendet, wofür ich ging. Ich muss meine Mission beenden. Und er fragte, bist du dir sicher? Mhm. Und ich sagte, ja, dann war ich wieder in meinem Körper. Bam. Also als du diese Nahtoderfahrung hattest, hast du sie mit den Augen eines Neunjährigen betrachtet. Du warst dir nicht plötzlich bewusst,
der gesamten Beschaffenheit des Universums auf einmal? Ich habe es nicht und falls doch nicht mitgebracht. Das ist sicher ein Prozess. Aber ja, ich sah es mir an, während ich expandierte. Habe ich. Verständnis, ich sollte wohl sagen, Verständnis, dass wir alle verbunden sind, dass es keine Trennung gibt. Ja, das erinnere ich mich. Ich hatte dieses umfassende Erfahrung und ein weitreichender Geist, dass ich mehr als nur ein neunjähriges Kind bin. Es war wie eine Erinnerung. Ich erinnerte mich an solche Dinge. Dann konnte ich es auch zum neunjährigen Kind zurückbringen. Aber du erinnertest dich an nichts davon bis 2001 oder danach, so ungefähr. Ja, 3 Jahre etwa. Richtig. Du hast also nichts davon mit zurückgebracht? Du hast dich an nichts erinnert. Hat es dich denn irgendwie in deiner Kindheit beeinflusst? Ich war sehr schüchternes Kind. Ich hatte keine Freunde. Ich hatte vor allem Angst. Ich litt im Grunde an Agoraphobie als Erwachsener, wegen des Traumas, obwohl ich nicht wusste warum. Ich wusste nicht warum. Ja, ich dachte, meine Eltern ließen sich scheiden und vielleicht bin ich einfach zu empfindlich, aber ich konnte mich an nichts erinnern. Bis dahin, obwohl ich sagen muss, ich hatte Träume, in denen ich missbraucht wurde und Ähnliches. Ich dachte, nun, vielleicht ist das einfach etwas, woran ich arbeite. Ich fühle mich in einer bestimmten Situation in meinem Leben verletzlich oder etwas Ähnliches. Und auch das. Das Familienmitglied, an das ich mich erinnere, war anders als gedacht. Dass ich ihn in meiner Kindheit so oft gesehen habe, kaum jemals in seiner Nähe war. Und ich würde Leute sehen, die mich an ihn erinnerten. Und ich frage mich immer wieder, warum denke ich eigentlich an ihn? Zwischen uns besteht keinerlei Verbindung mit ihm in der Familie. Meine Schwester kann sich an gar nichts erinnern. Sie ist mein komplettes Gegenteil. Sie hat die Familie, weißt du, die Heim, das Haus, die Familie. Und ich war schon immer so der Sonderling, in der Familie, Sonderling. Die Sonderlinge sind immer die interessantesten, meine Liebe. Ich muss es sagen, sie wird jetzt immer seltsamer. Ich sitze lieber mit einem Sonderling an der Bar, der Interessantes erzählt, oder auf einer Party, als mit jemandem, der völlig normal ist. Sie sind unterhaltsamer. Als du dein zweites Nahtoderlebnis hattest, sagtest du, du hättest deine Ahnen gesehen, aber es waren keine erkennbaren Familienmitglieder aus diesem Leben. Es waren Ahnen, fast wie eine Seelenfamilie, wenn man so will. Ja, einige von ihnen waren meine Großeltern, aber die anderen hätte ich hier nicht erkannt. Ja, auf der Straße oder so getroffen, aber da habe ich sie erkannt. Du hattest dieses Gefühl. Gute Idee. Ja, die Soul-Gruppe. Und dann bist du mit etwas zurückgekommen? Ach, nur kurz. Keine Lebensrückschau gehabt? Gar keine? Nicht, dass ich mich erinnere. Okay, nicht, dass du dich erinnerst. Aber dir ist klar, offensichtlich hast du dich mittlerweile informiert. Oder keine Lebensrückschau, kein Ältestenrat. Keine Tour? Deine war verdammt gut. Durchs Universum zu einem anderen Planeten. Um fair zu sein, hattest du mindestens eine interessante Fahrt. Ja, es war interessant für mich. Also lass mich fragen, gab es nach deiner Rückkehr Nachwirkungen der Nahtoderfahrung? Hast du neue Fähigkeiten, Bewusstseinszustände oder Sensibilitäten entwickelt, die du vorher nicht hattest? Ich war immer ein hellsichtiges Kind, aber ich unterdrückte es, denn ich sah Geister, so war das als Kind. Und ich hatte prophetische Visionen und Träume. Aber ich unterdrückte es, da ich katholisch erzogen wurde und wir bei meiner Großmutter lebten. Das war einfach ein Thema, über das wir nicht gesprochen haben. Oder es war einfach tabu und es hat mir Angst gemacht.
Ich sah meinen Großvater schwebend im Fenster, denn als wir dort waren, schliefen meine Schwester und ich im zweiten Stock und er starb im Haus. Eines Nachts wache ich auf und schaue hin und da schwebt er, blickt durchs Fenster direkt auf mich. Ich denke mir, das ist irgendwie, Ja. aber ich hatte ein Gefühl, Geister und solche Dinge zu sein. Aber es hat mir Angst gemacht, weil ich es nicht tat. Hatte niemanden, der hilft, wie es sein sollte. Das ist die erste Frage, die ich Leuten immer stelle. Also, du hörst Stimmen. Dachtest du, du würdest verrückt? Ich weiß, dass du jetzt ein Medium bist, aber wie fühlt sich das an, wenn du es zum ersten Mal hörst? Denn ich könnte mir vorstellen, dass es ziemlich beängstigend sein muss, wenn du plötzlich herumläufst und Opa schwebend siehst, je nachdem, wie alt du bist, welche Bildung oder Erfahrungen du hast, ohne jemanden, der dich anleitet. Ja, ich war schon sehr zurückgezogen und habe mich noch weiter in mich selbst zurückgezogen. Genau. Und das mit den Stimmen kam, weil ich zu channeln begonnen habe. Er hat mich dazu gebracht. Er hat mir eigentlich das Leben gerettet. Das tat mein Stiefvater auch beim Sterben. Er ist es, der mich zum Anfangen brachte. Automatisches Schreiben, Tagebuch führen, solche Dinge, alles rauslassen und so begannen die Erinnerungen zurückzukehren. Es war also gewissermaßen eine Lebensrückschau. Man könnte sagen, In Ordnung, das ist interessant. ja, ich kenne eine Frau, sie verfasste ein Buch darüber, wie sie mit einer Lebensrückschau begann und dabei eine tiefgreifende spirituelle und transformative Erfahrung machte. Es ist wahrlich ein wirkungsvoller Pfad zur Selbstentdeckung. Auf diese Weise begann ich zu channeln. Nun, lassen Sie mich Ihnen diese Frage stellen, denn das ist eine Frage, die mir ständig gestellt wird, besonders in den Kommentaren. Warum ist, ich mache immer den Scherz in den Shows, dass Jesus der fleißigste Mann im Jenseits ist, weil er überall und jederzeit ist. Und die Leute fragen immer, warum ist es immer Jesus? Warum nicht Buddha? Warum nicht Krishna? Und ich habe ein paar Geschichten, dass es Buddha und Krishna ist. Mhm. Aber aus Ihrer Sicht, da Sie, ich meine, ich nehme an, er würde für Sie am meisten Sinn ergeben, da Sie katholisch erzogen wurden. Das ergibt Sinn. Denn wenn Sie Hindu wären, könnte es vielleicht nicht Jesus sein, sondern jemand anderes. Genau. Ich stimme zu, glaube ich. Er ist ein Teil von mir. Ich bin ein Teil von ihm. Wir sind alle miteinander verbunden. Und deshalb erscheint uns in unseren Lebenserfahrungen oder anderen Leben das, mit dem wir in Resonanz gehen und was uns geliebt und geborgen fühlen lässt. Das ist es, was wird uns begegnen oder uns erscheinen, wenn das geschieht. Jesus war also der, der es wusste. Nun, ich möchte Sie etwas fragen, denn es ist etwas, was ich oft über Nahtoderfahrungen gehört habe, dass man, wenn man selbst eine erlebt, neben der mit 9 Jahren, wenn man später im Leben eine hat, ist es ein Weckruf. Du bist vom rechten Weg abgekommen. Eine weitere Erklärung. Es ist ein Ausweg. Man schafft quasi solche Fluchtstrategien, wie man kann mit 23 raus, man kann mit 45 raus. Sie haben Ausstiegsstrategien, wenn Sie gehen möchten. Warum glauben Sie, ist Ihnen das passiert? Was dachten Sie in diesem Moment? Sie hatten eine Nahtoderfahrung? Was glauben Sie, war der Sinn dahinter? Es sollte mir helfen, etwas zu entdecken, meine Kindheit, mir helfen, davon zu heilen, denn das war wirklich essentiell. Ich habe danach erkannt, dass die Vereinbarung, die ich mit diesen Familienmitgliedern hatte, insbesondere mit einem Heilung benötigte, weil ich arbeite an der Rückführung von Seelen aus früheren Leben. Jeshua ist es, der mich in Seelenrückholung unterwiesen hat. Fragmentierte Seelen, ihre Vereinigung zum Ganzen. Deshalb bin ich überzeugt, dass dies meine Aufgabe war. Für jenen insbesondere und andere, weil ich noch nicht vollständig geheilt war. Ich ließ mich einfach so durch das Leben treiben, ohne wirklich herumgefeiert. Ja, richtig gefeiert, ohne mich um etwas zu kümmern. In meinem eintönigen Job gearbeitet und so eine Person zu sein, welche eine nette Person natürlich, aber nicht an Spiritualität und solchen Dingen interessiert. Und warum denkst du das? Weil du eine einzigartige Nahtoderfahrung hattest. Aus der großen Menge an Menschen, die ich interviewt und mit denen ich gesprochen habe, wo du durch das Weltall reisen, einen anderen Planeten besuchen und eine andere Seelenfamilie treffen konntest,
Warum glaubst du, ist das gerade dir in diesem Leben passiert? Was war der Zweck dahinter? Denn oft, wenn Nahtoderfahrungen geschehen, passieren Dinge. In der Nahtoderfahrung ist alles zweckmäßig und maßgeschneidert für die Seele, die sie durchlebt. Was war deiner Meinung nach der Zweck dahinter? Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe darüber nachgedacht, aber ich glaube, meine Seele wollte, dass ich mich an diesen Planeten erinnere. Ich erinnerte mich, dass ich meine Mission hier auf der Erde beendet hatte mit der Menschheit, unserem Planeten Erde. Ich kann zurückkehren und einen großen Teil meiner Seelenenergie dorthin senden, denn das war ein Heimatplanet für mich. Ist, was ich in Erinnerung hatte. Wie gesagt, in der Meditation besuchte ich diesen Ort und wollte nicht zurück. Sie mussten mich also zurückholen. Ja, das sollte mir beim Erinnern helfen. Ein Geschenk meiner Seele, meines höheren Selbst, das mir half, mich zu erinnern, dass wir multidimensional sind und diese Atempausen haben. Wir können uns anpassen. Sie haben gerade von Seelenrückholung gesprochen. Können Sie das etwas näher erläutern? Was ist Seelenrückholung? Okay, also was ich gelernt habe, wie ich es verstehe und sehe und wie sehr es mir half, ist, dass wir hier sind, um zu erleben. Alles, eigentlich alles, was erlebbar ist. Das ist der gute Teil. Denn wenn das alles ist, was wir haben, wenn dieses Leben alles ist, was Gott oder wie auch immer wir die Quelle nennen, uns gab, dann wurden wir betrogen. Denn es gibt so viel zu erleben, nicht wahr? Ja, nicht nur auf diesem Planeten, sondern auch auf anderen Welten, quer durch die gesamte Galaxie, Universum. Also wir kommen hierher, um zu erleben und gerade die herausfordernden Erfahrungen bringen uns Seelenwachstum, mehr davon. Wir können uns also bewusst für solche Erfahrungen entscheiden, um zu wachsen. Aber glücklicherweise in dieser Sphäre, Dimension, aus der wir aufsteigen, ich bin sicher, dass die Emotion aus der Erfahrung kann so sein oder das Trauma kann so sein. Traumatisch und so emotional aufgeladen, dass diese Persönlichkeit oder dieser Teil von uns gleichsam einem Geist gleichen kann. Sie sind im Grunde ein Geist, abgespalten von der Überseele. Die zugrunde liegende Idee ist es, diese Erfahrung in die Überseele zu integrieren. Das habe ich gelernt oder mir wieder ins Gedächtnis gerufen, um andere neue Erlebnisse zu ermöglichen. Unsere Seele kann etwas anderes erleben als ein Fraktal unserer Ursprungsseele. Was wir tun, ist, dass wir diese emotional aufgeladene Erfahrung nicht in das Gesamtbild einbringen. Gepäck, ich bezeichne es gerne als Gepäck. Also wir treffen die Entscheidung, bestimmte karmische Muster zu wiederholen oder Teile dieser Muster und Erfahrungen, damit wir möglicherweise in diesem Leben daraus lernen können, um es zu heilen. Das ist die Idee. Schließe diese karmische Schleife innerhalb dieser Lebenserfahrung. Und unser Leben wurde verkürzt, wie du sicher weißt. Früher lebten wir viel länger und hatten viel mehr Zeit, um unsere Angelegenheiten klären, Rechnungen begleichen, im Leben Ordnung schaffen, um zur nächsten Ebene, neuen Erfahrungen weiterzugehen. Früher wussten wir, wie es geht, haben es aber vergessen. Wir können in uns gehen, um diesen Teil wiederzufinden und uns mit diesem Teil von uns zu verbinden, ihnen zu helfen, in unser Inneres einzuziehen, ein Gespräch mit dieser Persönlichkeit oder früherem Leben zu führen, wie man es auch nennen mag. Diese Art von Arbeit in der Psychologie zielt darauf ab, unsere zersplitterten Teile zu integrieren, Fragmentierung, genau. um zu heilen. Das ist im Wesentlichen, was es ist und was ich als sehr hilfreich empfand. Ein Familienmitglied aus meiner Kindheit ist Jeshua, der mit mir daran gearbeitet hat, bei meinen Meditationen daran zu denken. Er bat mich einfach, ich stelle mir seine Seele oder ihn direkt vor mir vor und sage leise, ich vergebe dir, ich vergebe dir, ich vergebe dir, wiederholt, als wäre es real. Ich tue so, bis es echt wirkt. Eines Tages während der Meditation traf es mich plötzlich, ich erlangte eine tiefe Einsicht. Bewusstsein, dass, weil ich bereits meine früheren Leben sah, diese tiefe Erkenntnis, dass er und ich diese Wahl
schon viele, viele Leben zuvor getroffen hatten, wo er mich missbrauchen und töten würde, solche Dinge. Aber es war damals so traumatisch für mich. Ich habe es nicht mitgebracht. Im Zwischenleben würden wir dieses Gespräch führen. Hey, das habe ich nicht mitgebracht. Kannst du mit mir zurückkommen und mich wieder töten und missbrauchen? Und damit ich es heilen kann? Ja. Also stimmte er zu, dass er das in vielen Leben tun würde. Und ich sah, wie ich als Hexe auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurde. Und ich sah ihn hin und her gehen vor mir und ich schwebe hier oben. Also musste ich auch diese Erinnerung zurückholen. Und ich schwebe über meinem Körper. All die Leben, Zeiten, die für mich zu traumatisch waren. Er stimmte zu, die Frequenz zu senken, weil ich irgendwie den besseren Teil erwischt habe, da er sich als so ein übler Kerl herausstellte. Für mich. Und ich bin sicher auch für andere in seiner Seelengruppe, an der er arbeiten müsste. Aber bei mir habe ich erkannt, es gibt nichts zu vergeben und er liebt mich so sehr. Es gibt so viel Liebe. Er hat zugestimmt, dies zu tun. Nun ist er frei von Zwist und ich bin es auch. Das war enorm für mich. Welche wichtigste Einsicht haben Sie aus Ihrer Nahtoderfahrung gewonnen? So viel. Die wichtigste Erkenntnis? Nun, wir sind multidimensional. Jesus existiert wirklich. Er liebt mich mehr, als ich mir vorstellen könnte. Und er ist für uns alle da. Wisse, für jeden, der ihn ruft, ist er da und er ist das, ein Teil von uns. Wir haben unser Zuhause nie verlassen. Und wir erleben gerade, ich weiß, das ist vieles, aber dass ich überaus geliebt werde. Zunächst einmal möchte ich dir dafür danken, dass du mir deine Geschichte erzählt hast. Sie ist gelinde gesagt tiefgründig und hoffentlich hilft sie den Menschen, die ihr zuhören. Ich werde dir ein paar Fragen stellen, die ich all meinen Gästen stelle. Wie definierst du ein erfülltes Leben? Ein erfülltes Leben ist Leben, wo du und andere lieben. Liebe treibt dich an, erfüllt dein Herz und Leben und du hilfst anderen. Ein Leben im Dienst anderer ebenso. Wenn du könntest zu dem kleinen Mädchen zurückkehren, welchen Rat gibst du ihr? Dass sie sicher ist und es ihr gut gehen wird. Sie wird geliebt. Wie definieren Sie Gott oder die Quelle aller Liebe? Und was ist der ultimative Sinn des Lebens? Ich glaube, es ist uns zu erinnern, dass wir Liebe sind und das auszudrücken. Ja, ich erkenne tatsächlich ein Muster der Liebe. Kannst du es auch sehen? In diesen Antworten ist ein roter Faden der Liebe. Ich sehe es. Wo können sich Interessierte mehr über dich und deine Arbeit informieren? Meine Webseite ist sharonsananda.com. Besuchen Sie diese und dort finden Sie alle Informationen über mich. Haben Sie eine letzte Botschaft für das Publikum? Wir sind so viel mehr, als wir eigentlich denken. Wir sind erstaunliche, mächtige Wesen und wir sind unermesslich geliebt und alles wird gut werden. Vertraue einfach dem Universum und auch Gott. Sharon, nochmals vielen Dank für dieses beeindruckende Zeugnis und dieses wunderbare Gespräch. Ich schätze dich sehr, meine Liebe. Vielen Dank, Alex. Danke fürs Zuschauen. Klicken Sie unten auf ein Video, um fortzufahren und vergessen Sie nicht zu abonnieren.